Wer muss es akzeptieren? Und da gibt es bei mir auch zwei Blöcke, die sozusagen die FMEA am Laufen halten, würde ich mal sagen. Ich würde die FMEA jetzt mal oben drauf setzen und jetzt habe ich einen Block, der heißt irgendwie Projektteam eventuell oder Leute, die die FMEA bearbeiten und dann vielleicht einen anderen Block könnte man Management nennen. So, auf diesen zwei Blöcken, das ist so für mich immer die Frage, die ich vielleicht beantworten muss, den muss ich aus beiden Richtungen sozusagen sagen, akzeptiere die FMEA, weil sowohl das Management mit Ressourcen zur Verfügung stellen und das überhaupt von oben sozusagen im Unternehmen zu leben, als auch das Projektteam muss die Methodik akzeptieren, sonst kann ich sie nicht durchführen. Es gibt diese zwei Bereiche, die im Prinzip eine Akzeptanz erfordern. Das ist einmal das Team, das man moderieren möchte, und einmal das Management, das dann im Prinzip natürlich auch die Gelder genehmigen muss für diese Leistungen, die da erbracht werden. Ganz, ganz zentraler Punkt, hast du auch schon angesprochen, ist einfach, dass die FMEA früh genug startet. Das ist Grundvoraussetzung, dass es effektiv gestaltet werden kann, dass wir nicht nachdokumentieren, sondern dass wir wirklich entwicklungsbegleitend supporten. Fürs Management ist es, denke ich, immer wahnsinnig hilfreich, wenn die einen Plan haben. Also wenn die eine ungefähre Abschätzung haben, wir brauchen die und die und die Leute, wir brauchen sie so und so lang, wir brauchen sie für die und die Tasks, dass da einfach ein Bewusstsein entsteht, was ist der Zeitinvest, der investiert werden muss, auch vom Team und von den entsprechenden Moderatoren, und was ist das Ziel, was soll der Output dann am Ende davon sein. FMEA ist ein Entwicklungswerkzeug. Wenn wir das nicht hinkriegen, kriegen wir keine Akzeptanz. Der Entwickler muss davon profitieren. Und wie kriegen wir das hin? Indem wir eine Struktur erarbeiten, indem wir Übersicht und Priorisierung vor allen Dingen da reinbringen, indem wir hilfreiche Fragen geben, indem wir Maßnahmentracking unterstützen, schlicht Tätigkeiten geben und machen, die uns in der Entwicklung helfen, das besser hinzukriegen und natürlich auch das Rad nicht neu zu erfinden, sondern Zugriffe auf Bekanntes zu erzeugen. Zwei Denkmodelle, die ich in 2 Minuten darstellen will. Das eine ist das Denkmodell, wir haben 3 Fragen auf 3 Kreisen. Der erste Kreis heißt, was machen wir hier? Wie machen wir es hier und warum? Diese 3 Fragen werden in jedem Marketingkram beantwortet. Wir machen die schönsten FMEAs oder so etwas. Ne? Wie machen wir das? Mit einer Software, mit einem Formblatt. Warum machen wir es? Kommt auch was. Der Unterschied zwischen Champions League und Bundesliga ist, die Typen, die in der Champions League spielen, die beantworten nicht zuerst die Frage, was, wie und warum, sondern die fangen hier an. Das ist das erste Denkmodell. Wir müssen erst erklären, warum wir das tun. Ich sage immer, es muss dem Entwickler oder dem Produktionsplaner bei seiner Arbeit helfen. Die Leute müssen Nutzen für ihre Arbeit haben. Das heißt, für mich steht da im Vordergrund eine Fokussierung auf das, was gerade die Entwickler oder Produktionsplaner beschäftigt, und nicht das Thema, wir müssen hier 500 Seiten machen und das Ding möglichst vollständig machen. Also ich brauche irgendwann eine Möglichkeit, meinen Entwicklern bei ihrer Arbeit zu helfen. Ich verstehe mich auch als guter Freund, der irgendwo einfach dann mal so sauber hinterfragt, hast du denn an alles gedacht?